Am nächsten Sonntag schlägt Luther Gillis wieder zu. Magnum-Fanatiker wissen, was das bedeutet. Allerdings ist es der letzte Auftritt von Luther und auch der letzte Auftritt von Magnum, zumindest vorerst hier im 3. Im Dezember beginnen wir hier an dieser Stelle mit Miami Vice und Don Johnson, der sich von Barbara Streisand getrennt haben soll oder sie von ihm. Ein Gerücht, man weiß es nicht so ganz genau. Kein Gerücht sind die letzten Meldungen unserer Nachrichtenredaktion hier im 3., meine sehr verehrten Damen und Herren. Belgrad. In der südjugoslawischen Stadt Pristina haben am Abend erneut mehrere tausend Albaner demonstriert. Sie forderten, wie an den vorangegangenen Tagen, die Wiedereinsetzung von 3 unter serbischem Druck abgelösten Politikern der Parteiführung der Provinz Kosovo. Mit ihrer Kundgebung widersetzen sich die Albaner dem heutigen Appell des jugoslawischen Staatspräsidiums, alle Massendemonstrationen sofort zu beenden. Gestern hatte es in Belgrad die größte Demonstration in der Geschichte Jugoslawiens gegeben mit 1 Million Menschen. Die jugoslawische Zentralregierung hatte unterdessen 2 hohe Offiziere in die Provinz Kosovo entsandt. Außerdem wurde eine Verstärkung der dort stationierten Polizei- und Militäreinheit eingesetzt. Sofia. Bundespräsident von Weizsäcker ist am Abend zu einem 4-tägigen Staatsbesuch in der bulgarischen Hauptstadt eingetroffen. Es ist die erste Reise eines Bundespräsidenten nach Bulgarien. Auf dem Programm von Weizsäckers, der von Außenminister Genscher begleitet wird, stehen Gespräche mit dem bulgarischen Staats- und Parteichef Schivkov. Die Universität Sofia will dem Bundespräsidenten die Ehrendoktorwürde verleihen. Während des Staatsbesuchs ist außerdem die Unterzeichnung eines Abkommens über die Errichtung von Kulturinstituten in der Bundesrepublik und in Bulgarien vorgesehen. Bonn. Bundesumweltminister Töpfer will die Vorschriften für die Abwassereinleitungen verschärfen. Einen entsprechenden Entwurf einer neuen Verwaltungsvorschrift hat der Umweltminister jetzt den Ländern und Verbänden zugeschickt. Ziel dieser Regelung sei die Nährstoffbelastung der Gewässer drastisch zu verringern. Unter anderem sollen sie jährlich um rund 26.000 Tonnen Phosphor entlastet werden. Die derzeitige Belastung liegt bei etwa 68.000 Tonnen. Töpfer wies darauf hin, dass die Bürger einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung dieser Maßnahmen leisten müssten. Insgesamt werde mit Kosten in Höhe von 15 Milliarden Mark gerechnet. Dies könne zu einer Erhöhung der Gebühren für den einzelnen Haushalt von 50 bis 80 Pfennig je Kubikmeter Wasser führen, sagte Töpfer. Stuttgart. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr ÖTV befürchtet den Verlust von 15.000 Arbeitsplätzen in der Schifffahrt, falls wie geplant ein zweites Schiffsregister in der Bundesrepublik eingeführt wird. Auf einer Protestversammlung der Gewerkschaft sagte die ÖTV-Vorsitzende Wulf Mathies, wenn die Pläne der Bundesregierung verwirklicht werden, drohe der Einzug von Rassenpolitik im deutschen Schifffahrtsrecht. Ziel des Gesetzes sei, von Reedern zu ermöglichen, ausländische Seeleute zu deren billigen Heimatlöhnen zu beschäftigen. Das, liebe Zuschauer, waren die letzten Meldungen unserer Nachrichtenredaktion hier im 3. Abschließend wie gewohnt der Blick zur Uhr, 0:38 Uhr. Wir verabschieden uns von Ihnen, wünschen einen schönen Wochenbeginn. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.